Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Einsteiger-Guide-Video hier in Final Fantasy XIV Online. Heute möchte ich euch mal die Grundlagen der Sammelberufe näher bringen. Insgesamt gibt es 3 Sammelberufe, nämlich den Beruf des Minenarbeiters, den wir hier haben, dann den Sammelberuf des Fischers und den Sammelberuf des Gärtners. Der Gärtner ist zuständig, Bäume zu fällen und Holz zu sammeln, Früchte von Bäumen zu holen und aus Büschen, aber auch eigene kleine Pflanzen anzupflanzen. Der Minenarbeiter hingegen geht hinaus in die Berge, schürft dort nach Erz oder sucht wertvolle Edelsteine. Der Angler, der geht fischen, oder Fischer geht fischen und sucht Rohstoffe für den Gourmet, also der Kochklasse hier in Final Fantasy XIV, als auch für den Alchemisten, der daraus magische Tränke brauen kann. Die Sammelberufe funktionieren, zumindest wenn man den Gärtner und den Minenarbeiter anschaut, recht ähnlich. Der Fischer ist ein bisschen eine Besonderheit, deshalb werden wir dafür auch ein eigenes Video machen, weil die Mechaniken da ein klein bisschen anders sind. Allerdings der Minenarbeiter und Gärtner sind fast analog, deshalb schauen wir uns heute den Gärtner ein bisschen an. Wenn ihr übrigens wissen wollt, wie man die Ausrüstungssets anlegt, dann schaut euch doch mein letztes Video an, was ich hier in der Infokarte gerade für euch verlinke. So, wir haben zum Gärtner gewechselt und werden jetzt in den Wald gehen. Bis gleich. So, jetzt stehe ich im Wald, es regnet und ich habe keine Ahnung, wo hier Bäume sind, die ich nutzen kann. Okay, ich sehe vom wahrsten Sinne des Wortes den Wald vor lauter Bäumen nicht. Aber es gibt eine Hilfe für den Sammler von heute, nämlich die Geodäsie. Wenn ich die Geodäsie aktiviere, werden mir angezeigt, welche Bäume ich dann überhaupt bearbeiten kann und wo ich sie finde. Also erstmal Geodäsie an. Und plötzlich taucht da hinten ein Nutzbaum Stufe 5 auf und den kann ich nachher in aller Ruhe fällen. Außerdem seht ihr hier auf der Minikarte, plötzlich poppen hier so kleine Federn auf, die sagen, dass an der Stelle auch ein Nutzbaum sein müsste. Also auch hier unten irgendwo müsste ein Nutzbaum sein. Wenn ich jetzt hier ums Eck gehe. Und so kann ich relativ leicht als Sammler mal den Nutzbäume finden. Hier haben wir den Nutzbaum. So, dann wollen wir mal unsere Axt zücken und den Nutzbaum fällen. Sobald ich den Nutzbaum anklicke, kriege ich ein weiteres Menü. Das Menü Abholzen. Diese Sachen kann ich hier sammeln. Oben sehen wir eine Prozentchance. Die Prozentchance sagt, wie wahrscheinlich ist es, dass ich zum Beispiel eine Alagan-Schnecke derzeit farmen kann. Dieses Symbol hier unten mit diesen Wellen sagt, wie wahrscheinlich ist es, dass ich einen Gegenstand in hoher Qualität bekomme. Gegenstände mit hoher Qualität sind zum einen wertvoller, weil sie auf dem freien Markt mehr Geld einbringen. Auf der anderen Seite sind aber Gegenstände mit hoher Qualität, auch Haku-Gegenstände, für Crafter viel beliebter, weil sie damit auch selbst Gegenstände viel leichter in höherer Qualität herstellen können. Aber dazu mehr, wenn wir dann ein Video zum Crafter machen. So, ich sehe jetzt die Algan-Schnecke, kann ich mit 63%iger Wahrscheinlichkeit mit einem Schlag ernten. Wenn wir jetzt dagegen hauen, geht plötzlich, wir haben eine Algan-Schnecke bekommen und wir sehen, der Nutzbaum hat einen eigenen Lebensbalken. Wenn der Lebensbalken leer ist, können wir nichts mehr sammeln von diesem Baum. So, wir wollen jetzt nochmal gucken, ob wir von dem Latex etwas bekommen. Wir haben auch das Latex bekommen. Und das Besondere ist, wenn wir das erste Mal etwas sammeln, wie zum Beispiel jetzt den Topf Latex, habt ihr eine Einblendung gesehen, es wird dann in meinem Notizbuch verankert. Das werde ich euch auch gleich zeigen. Wir machen jetzt nochmal den Ahornscheit. Das hat leider nicht funktioniert, das heißt, wir haben nichts erhalten. Wir hauen nochmal dagegen. Und leider auch beim zweiten Versuch nichts. Der Baum ist jetzt weg und es dauert dann ein bisschen, bis er respawnt. Obwohl wir natürlich den Baum hier sehen, allerdings die Abbaustelle ist halt nicht mehr sichtbar. So, wir haben gerade das Sammelnotizbuch gesehen. Das öffne ich jetzt mal. Im Sammelnotizbuch wird euch gesagt, wo ihr verschiedene Sachen findet. Zum Beispiel das Latex finden wir im tiefen Wald an der Jadeweiher-Ufer. Wenn wir jetzt die Karte öffnen,
sehen wir, dass wir jetzt gerade im Gebiet des Jadeweiher Ufers sind. Deshalb können wir hier auch Latex finden. Außerdem können wir es finden am Nordwald, am Flusshain. Feuerscherben können wir zum Beispiel in zentralen Lanoske finden. Am Drei-Male-Biegung oder an der Sommerfurt. Windscherben im tiefen Wald. Alganschnecken ausschließlich hier im tiefen Wald. Und genauso wie es jetzt hier für den Gärtner funktioniert, funktioniert es auch analog für den Miner. Für den Minenarbeiter. Auch er hat ein Notizbuch, das euch sagt, wo ihr einzelne Sachen findet. Zum Beispiel findet ihr Kupfererz im zentralen Talalan oder im westlichen Talalan. Eisenscherben findet ihr im Südwald. Erdscherben zum Beispiel im Nordwald. Und so weiter. Auch dort funktioniert es so, ihr findet einen Stein, den ihr abbauen könnt und es gibt einen Lebensbalken. Wenn der zu Ende ist, dürft ihr nicht mehr weiterbauen. Das waren jetzt erstmal nur die Grundlagen. Das ganze Sammeln von Gegenständen wird immer komplexer mit Laufe des Levels. Je höher ihr levelt, desto mehr Fähigkeiten bekommt ihr, aber auch umso schwieriger wird es, hochlevelige Sachen abzubauen. Allerdings, wie das genau funktioniert und wie das dann mit diesen neuen Mechaniken funktioniert, das schauen wir uns dann in einem anderen Video an. Bis dahin sage ich vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und wenn ihr noch Themenvorschläge habt, was ich behandeln soll, schreibt es doch unten in die Kommentare. Und wenn ihr keine der Folgen verpassen wollt, wie zum Beispiel mein nächstes Video, wo ich euch die Grundlagen des Craftens beibringe, dann jetzt abonnieren und am besten gleich die Glocke läuten. Und wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich auch über einen kleinen Daumen nach oben. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.